Da rieselt der Schmutz, naja, aus Göteborg wahrscheinlich noch raus. Beschmutzt euch halt auch die Hand, das ist auch wirklich kein Problem. Interieur. Kleine süße Besonderheit. War ein bisschen so wie bei Rolls-Royce und Aston Martin, die hatten das auch. Das ist die einzige Elektronik, die dieses Auto quasi hat. Automobil Depression und heute geht es wieder um ein schwedisches Fahrzeug. Heute wieder mal ein Volvo. Diesmal ein bisschen früher als der 49, nämlich der 240. Ach ja. Ein Auto, was Ewigkeiten gebaut wurde. Also im Prinzip von den 60er Jahren an bis Mitte der 90er Jahre. Ich glaube 93 war Schluss. Die Geschichte des Volvo, des Herstellers Volvo, beginnt im Prinzip schon vor dem Krieg, aber erst nach dem Krieg reden wir jetzt darüber. Es begann kurz nach dem Krieg mit dem PV 444. Der wurde dann abgelöst von der Amazone und dann kam 1966 der Volvo 140, der im Prinzip die Grundstruktur auch dieses 240ers ist. Also im Prinzip kann man sagen, dieses Auto wurde von 66 bis 93 gebaut, also eine extrem lange Bauzeit. Natürlich wurde ein bisschen was geändert, aber im Grundkonzept war es das gleiche. Das war sozusagen das erste Auto, mit dem Volvo aktive Sicherheitswerbung machte. Und es gab dieses berühmte Bild, vielleicht kennt ihr das, wo so 6, 7 von den 140ern aufeinander gestellt wurden, um mal die Dachlast zu demonstrieren. Also dieser Wagen hatte eine extrem hohe Dachlast. Das war deswegen gemacht, dass wenn er sich überschlägt, das Dach irgendwie ungefähr in Form bleibt und den Insassen nicht einquetscht. Das war der ganz, ganz große Vorteil dieses Fahrzeuges. Und damit hat Volvo im Prinzip das Image dieses Sicherheitsautos kreiert. Dann gab es in den frühen 70er Jahren, Mitte der 70er, 73 kam der 140er mit so ganz besonders dicken Stoßstangen. Das waren so Versuchsfahrzeuge eigentlich, wo man versucht hat, die passive Sicherheit durch Gummibumper, durch Karosserieversteifungen, durch Armaturenbretter, die abprallten, Pralltröpfe an den Lenkrädern und so weiter zu konstruieren. Und dieses Auto ging dann bei Volvo tatsächlich in Serie, war der 142, 144 als Viertürer und der 145 als Kombi. Das hat der 240 alles übernommen. Die letzte Variante wurde dann ein bisschen dezenter gemacht. Da gab es nicht mehr diese dicken amerikanisch anmutenden Bumper, sondern etwas zierlichere. Aber im Grunde genommen war der Volvo 240 nicht nur ein Auto, was jedes Kind heute malen kann, sondern es war halt immer der Stein, the brick, ein Auto, was unheimlichen Wiedererkennungswert hat und wahrscheinlich auch zu den paar Design-Ikonen der Automobilgeschichte zählt. Dieses Auto wurde vorwiegend natürlich auch als Kombi gekauft. Wir haben heute diese unglaubliche Sensation, eine Limousine vor uns zu haben. Eine richtige Limousine in einem sogar für Volvo 240 Verhältnisse relativ gepflegten Zustand. Trotzdem kann ich euch zeigen, was an diesem Auto alles mistig ist. Also es gibt hier nämlich eine ganze Menge Punkte, die echt ärgerlich werden können und richtig ins Geld gehen können. Also, fangen wir an bei der Karosserie. Dieses Ding wurde ja sozusagen als das Paradebeispiel für das langlebige, nachhaltige, unzerstörbare Auto gehalten. Auch das ist nicht wirklich wahr, weil dieses Auto hat an fast allen Ecken und Kanten gerostet, wo man sich das vorstellen kann. Und die blödste Ecke, die zeige ich euch jetzt. Hier sind die Lufteinlässe. Hier kommt die Frischluft rein. Die Amerikaner hatten umsonst solche Mudflaps, die haben sie hier drüber gesetzt. Nicht Mudflaps, wie hießen die? So ein Dinger, so Hauben, damit das Laub hier nicht reinkam. Hier fällt das Laub rein, sammelt sich hier irgendwann unten an der A-Säule Richtung Schweller und bildet hier so ein Feuchtbiotop. Und dann ist hier, was man auch schon sieht, hier ist auch schon gemacht worden, geht das hier an den Schwellern los und rostet hier weg und nimmt die Kotflügel gleich mit. Das ist eine Sache, an der man eigentlich relativ wenig machen kann, weil diese Autos sind ja schon alle fast 40 Jahre alt und die wenigsten hatten diese Hauben. Das heißt, dieses Laub ist fast in jedem Schweller eines Volvo 240.
So, nächste Schwachstelle ist die Motorhaube. Das ist bei dem hier noch sehr, sehr gut. Die Haubenscharniere schlagen aus, weil sie nie gefettet wurden. Und dann stehen diese Hauben hier so hoch. Das sieht man dann meistens. Dann sind diese Scharniere kaputt. Die sind relativ leicht zu wechseln. Und meines Wissens nach kriegt man die auch wieder überholt, nochmal neu. Aber darauf auch aufpassen. Wenn eine Haube beim 240er hier so hoch steht, ist das Haubenscharnier defekt. Weiter an der Karosserie. Also Schweller, Riesenproblem. Türunterkanten auch immer ein Problem. Jetzt gehen wir mal kurz weg vom Rost. Diese Dinger, dass die so erhalten sind, ist im Prinzip fast ein Wunder. Gerade bei beigen Interieuren war das halt, sind die weggebrochen. Die brechen immer weg und die kriegt man auch nicht mehr. Also die werden, glaube ich, nicht nachgefertigt. Und gute sind sehr selten zu kriegen. Hier sind sie wirklich noch sehr, sehr gut. Noch weiter weg vom Rost, Interieur, das ist dieses sogenannte Salz und Pfeffer. Dieses Auto hat 400.000 Kilometer gelaufen und die Sitze sehen aus wie neu. Das ist die erste Sitzausstattung. Also diese Verarbeitung war wirklich erstklassig, da kann man nichts gegen sagen. Anders als das Plastik. Nicht? Das Plastik hat wirklich sehr, sehr schnell ist das gebrochen. So, Radläufe. Hier geht es runter, hier am Schweller, hier sieht man auch schon, hier kommt er auch so leicht. Hier am Schweller, dann geht es meistens über die gesamten Radläufe. Hier hinter setzt sich der Dreck ab. Auch bei diesem Auto hat der Besitzer überhaupt keine Pflege angedeihen lassen. Da rieselt der Schmutz, naja, aus Göteborg wahrscheinlich noch raus. Also, wichtig, wenn ihr ein Auto habt, was gut erhalten ist, macht das hier sauber. Und dann beschmutzt euch halt auch die Hand. Das ist auch wirklich kein Problem. Macht das hier sauber, denn hier, das ist so ein doppelwandiges Blech. Hier sammelt sich die Feuchtigkeit, hier rostet das von innen durch und dann hast du den ganzen Radlauf. Da gibt es Reparaturbleche, aber die wenigsten können das so einschweißen, dass es wirklich gut aussieht. Nächstes Problem bei der Limousine. Kombis haben das nicht. Auch wieder die Scharniere. Schlagen aus. Ist hier der Fall. Das wurde hier schon mal provisorisch versucht wieder zu kitten. Aber das ist auch schwer, diese Scharniere zu finden, weil wie gesagt, viele Limousinen gibt es ja gar nicht. Also darauf auch achten. Dann natürlich beim Volvo hier schwer zu erkennen, weil komplett zugeräumt, sind die Reserveradmulden beim 240er. Beim Kombi ganz einfach zu erreichen, bei der Limousine etwas schwerer, deswegen zeige ich euch das jetzt nicht, weil ich überhaupt keinen Bock habe, die ganze jetzt hier auszuräumen. Hier ist das Reserverad, darunter setzt sich Wasser rein, fließt nicht ab, staut sich, rostet durch. Immer darauf achten, große Schwachstelle, gerade bei frühen 240ern oder 140ern, wie sie früher hießen, ist das auch immer ein Problem. Das heißt, das gammelt hier auch meistens alles weg. Bei den frühen gab es diese Plastikverkleidung gar nicht. Da war alles blankes Blech. Da konnte man das besser sehen. Achtet darauf, was hier drunter so passiert. Ja, also hier die Reserveradmulde ist noch sehr gut, sogar noch original. Das hat der Original PVC-Kram drunter. Aber das kann schnell richtig blöde werden. So, Radlauf hatten wir, hier sehen wir das schon. Hier ist auch schon so eine Stelle, hier kommt er leicht. Dann wandert das weiter und geht hier quasi rum. Hier ist er schon mal beilackiert worden. Kann sein, dass hier schon mal was dran geschweißt wurde. So, der 240er hat auch wie der 49er und der 47er und der 140er und wie die ganzen Dinger hießen, eine Starkachse. So, die ist natürlich irgendwo verschraubt an der Karosserie. Und da, wo sie verschraubt ist, sammelt sich auch gerne Nässe. Das heißt, wenn das durchgerostet ist, ist wirklich mistig. Also dann ist im Prinzip das Auto, naja, nur für wirklich versierte Schrauber noch zu retten. Ansonsten lasst die Finger davon. Das hat keinen Sinn. Bremse, wo ich hier schon so sitze. Übliches Volvo-Problem, die Bremssättel, gerade bei langer Tanzzeit, Kurzstreckenfahrt und so weiter, gehen die gerne fest. Gibt es für relativ kleines Geld neu. Man kann sie auch gangbar machen, aber immer darauf achten, das seht ihr schon an den Bremsscheiben, wenn die so komisch eingerostet sind oder so blau sind, dann merkt man schon, dass die Bremssättel festsitzen und dass die ständig mit bremsen sozusagen. So, was haben wir noch? Interieur. Also ich sagte schon, diese Sitze sind toll. Auch sogar auf der Fahrerseite ist diese Ablage wirklich noch neuwertig. Das ist wirklich absolut selten. Das ist wirklich ein Wunder. Instrumente, kann auch Probleme geben mit den Tachos, die nicht mehr mitzählen, mit der Tankanzeige, mit der Uhr und so weiter. Ansonsten ist das sehr robust. Mich hat das immer so ein bisschen an Trabant oder Wartburg erinnert. Also so richtig hochwertig ist das nicht. Das ist hier alles so Hartplastik. Die Mittelkonsole, das hat aber auch den Vorteil, dass die mit 2 Schrauben sozusagen rausgenommen werden kann und dann sieht man hier alles. Dieses Auto hat eine Klimaanlage. Das, was auch beim 49er das Problem ist,
Das Kondenswasser wird abgeführt von einem Schlauch, der in der Mittelkonsole hier sitzt, unter das Auto. Wenn da irgendwie eine Undichtigkeit ist, sammelt sich das im Fußraum. Achtet auch beim 240er darauf, ist der Fußraum nass oder ist er trocken. Wenn er nass ist, echt ein Problem. Auch hier heißt Wärmetauscherwechsel, Klimaanlagenarbeit, echt eine nervige Arbeit. Komplettes Armaturenbrett raus und gucken. Genau, ansonsten, ach ja, eine kleine Besonderheit. Dieses Auto hatte keine Spiegel in den Sonnenblenden, sondern der 240er hatte das hier im Handschuhfach. Das heißt, der Beifahrer, die Beifahrerin konnte sich da sozusagen begutachten und schminken und schön machen. Kleine süße Besonderheit. War ein bisschen so wie bei Rolls-Royce und Aston Martin, die hatten das auch. So. Auch hier gilt Scheibenrahmen. Die letzten 240er, da wurden die Scheiben auch geklebt. Bei den ersten ist das nicht so, da gab es eine Gummileiste. Auch bei der Kombi-Heckklappe ist zum Beispiel, die letzten sind geklebt, die anderen waren nicht geklebt. Guckt mal, ob ihr hier schon mal irgendwas seht, ob der Scheibenrahmen irgendwie weg ist. Aber das sieht hier noch alles ganz gut aus. Wie gesagt, beim 240er sind auch alle Teile letzten Endes gut verfügbar. Gibt eigentlich alles, gibt da auch die üblichen Händler, die das schnell und gut verschicken. Aber achtet immer so ein bisschen auf die Qualität. Ich würde schon die bessere Qualität nehmen, gerade für Technikteile. Wenn es geht, auch noch Original Volvo-Teile. Es gibt hin und wieder noch was. Grünau. So, vorne, die hatten immer diese Scheibenwischwaschanlage. Das war in Schweden vorgeschrieben, weil man ja in Schweden Tag und Nacht mit Licht fahren musste. Heute keine große Besonderheit. Damals war das in Schweden, waren da relativ einheitlich und die Scheinwerfer mussten halt immer sauber gehabt haben. Da gab es diese Scheibenwischanlage. War keine Option, sondern war Serie. So, das ist immer so ein Gewese. Hier ist so eine kleine Düse, die steckt sich gerne zu, dann kommt kein Wasser mehr raus und die Scheibenwischer sozusagen, diese Motoren, verschleißen natürlich auch mit der Zeit, bleiben stehen oder gehen gar nicht mehr. Viele haben die Dinger auch einfach weggebaut. Ich finde es immer schön, wenn die Dinger dran sind. Also, und hier in diesem Falle funktionieren sie auch noch. Es ist einfach ein nettes Gimmick aus der Zeit und sieht gut aus. Aber darauf achten, ob sie noch dran sind oder ob sie überhaupt noch funktionieren, wenn sie dran sind. Ansonsten der Motor. Ja, unspektakulär. Turbomotoren gab es, ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, es gab eine Variante, aber ganz selten. Ansonsten wurden in dem 240er und in seinen ganzen alten Derivaten in der Regel 4-Zylinder eingebaut. Es gab 2 6-Zylinder-Modelle, einmal den Diesel Anfang der 80er Jahre, diesen LT28 Diesel. Würde ich nicht mit rumfahren wollen heute mehr, aber das muss jeder selber entscheiden. Es gab auch für den 260, 264 einen Volvo, einen V6-Motor, also dieser Euro-Motor, aber das ist was Spezielles. Hier ist der gute alte 115 PS 4-Zylinder drin. Zahnriemen mit Freilauf, wie gesagt, wenn er reißt, ist der Motor nicht sofort Grütze. Trotzdem darauf achten, das ist hier sehr schön immer gemacht worden, dass der Zahnriemen gewechselt wird. Kein großes Problem. Hier sieht man auch, dass die Wasserpumpe ganz toll eingebaut wird, ohne dass sie hier quasi das Motoröl, das aus dem Kopf kommt, hier auf die Pumpe schmiert. Das ist dicht. Der Krümmer sieht hier zum Beispiel auch noch gut aus. Der ist auch noch nicht gerissen und macht auch noch einen sehr dichten Eindruck. Ansonsten gilt hier auch das gleiche wie beim 49. Man muss halt Abgasanlagen überprüfen. Gibt schlechte Qualitäten und ja. Elektronik bei diesem 240er letzten Baujahres, hier bei dem gibt es auch ein ABS-System. Das ist relativ selten beim 240. Ja, also wirklich sehr, sehr selten. Aber dieses ABS-System seht ihr sofort an diesem Block, an diesem Regelblock hier, der hier dominant sitzt. Das ist die einzige Elektronik, die dieses Auto quasi hat und so ein bisschen Einspritzelektronik. Aber das ist, wie gesagt, alles sehr überschaubar und macht in der Regel nie große Probleme. Genau, für dieses Auto gilt, einfach zu schrauben. Man kommt überall ran. Klimaanlage ist speziell, sehr selten. Wenn sie funktioniert, sehr schön, aber natürlich ein bisschen aufwendiger als ohne Klimaanlage. Ansonsten, ja, ist dieses Auto auch durchaus für den Alltagsgebrauch, auch wenn es jetzt 40 Jahre schon alt ist, absolut tauglich. Also absolut tauglich. Achsen genauso wie beim 49er, eigentlich unverwüstlich. Starrachse, Getriebe, alles, das funktioniert wirklich tadellos. Ja, der 240.
Volvo. Das ist schon ein Opa-Auto, ne? Muss man schon sagen. Also es ist hier schon sehr nostalgisch. Es ist hier relativ eng, ja, der ist nicht so breit, der ist relativ schmal, als so ein 70er-Jahre-Auto. Das merkt man schon, das ist echt eine Entwicklung der 60er, 70er Jahre. Und im Vergleich zu den späteren heckgetriebenen Volvo ist er halt auch noch viel, viel schaukeliger. Ja, das ist hier schon so eine richtig gemütliche Schaukelpartie. Ja, so ein bisschen was für den alten Mann, nicht? Also so für mich. Aber es ist immer wieder schön. Ich glaube, ich hatte ganz viele 240er Kombis immer. Und ich bin dann sehr lange, sehr weit mitgefahren. Zu unserer Zeit gab es ja nichts anderes, nicht? Wir mussten ja 240er fahren. Und da waren das auch keine Liebhaberfahrzeuge, sondern waren das so runtergerockte Kombis, die man halt dann für wenig Geld gekauft hat und die immer wieder am Leben gehalten hat. Und dann sind wir damit nach Südfrankreich gefahren mit dem Diesel. Das war damals kein Problem, keiner hat gemotzt, dass er stinkt. Die waren auch im Unterhalt günstig, man musste keine horrenden Steuern zahlen und dann ging das auch. Heute würde ich sagen, kein Diesel mehr, sondern hier diesen Benziner, den 115 PS, der reicht voll und ganz. Schnell ist das Auto nicht. Auch wenn es ja so ein bisschen Rennsportgeschichte geschrieben hat. Also es gab so mehrere Privatteams in den 80er Jahren, die haben nur so einen Turbomotor reingepflanzt und sind dann DTM gefahren, haben sogar so was gewonnen und hatten dann bis zu 380 PS in diesem Volvo. Aber aus jetziger Sicht muss ich sagen, also Sport geht anders, ne? Das ist hier echt alles sehr bieder. Man hat hier, was immer blöd war für großgewachsene Menschen, das Lenkrad war relativ klein, weil hier auch kein größeres reinpasste, weil das Ding ist ja wie so ein Land Rover Defender relativ eng, also man schlägt hier auch sofort dran. Man sah halt nie irgendwie die Armaturen so richtig. Also ich mit 1,91 sehe das nicht. Ich muss mich immer bücken, fahre ich jetzt 100, fahre ich jetzt 120, weil man immer sehr aufrecht saß, was ich gut finde, aber man konnte halt nie übers Lenkrad gucken. Das Lenkrad ist auch nicht verstellbar. Also nicht für Geld und gute Worte, gab es auch nicht als Sonderausstattung. Es ist einfach da, wo es da ist und da hat man sich halt mit abzufinden. Ansonsten ist der Wagen halt, ja, kinderleicht zu fahren, kinderleicht zu erklären. Hier das Dashboard, wie gesagt, hier gibt es ein paar Drucktasten. Hier mit der Automatik, das hatten vorwiegend, mit der Klimatisierung, das hatten vorwiegend an die US-Modelle. Das haben die 1:1 so übernommen. Und hier gibt es so Drucktasten und das war es dann auch. Ansonsten ist das hier so ein paar Schalter. Also 60er Jahre, ja. Das ist also bis in die 90er hinein ein 60er Jahre Auto geblieben. Und vom Fahren fühlt sich das auch tatsächlich so an. Also ich kann jetzt auch sagen zum Beispiel, dass das ja aus Schweden kommt, das Auto, wie wir unschwer wissen. Und dass es in Schweden immer arschkalt ist. Und dass deswegen man dieses Auto auch mit Handschuhen fuhr. Und deswegen konnte man hier alles irgendwie auch mit dicken, monströsen Fäustlingen schalten. Also hier diesen riesen Schaltknüppel. Und das Lenkrad konnte man auch umgreifen, dann sah man allerdings gar nichts mehr. Aber es ging. So, dieses Auto halt, letzte Baujahr, 93, hat halt die schon vorhandenen Gimmicks der Neuzeit, wie ABS. Und wer wollte, kriegte sogar in dem Volvo 240 noch ein Airbag zu guter Letzt gegen Aufpreis. Und genau, also er fährt sich wirklich unglaublich entspannt, wie jeder Volvo, jeder ältere Volvo. Und fast schon ein bisschen langweilig, weil eigentlich passiert nichts. Also es schaukelt so, lässt sich vor sich hin und man nickt dann auch so ein. Ja, man denkt dann auch, ja, warum nicht? Und fährt sich halt so. Also, wie gesagt, man muss dieses Image mögen. Es ist halt gerade als Limousine schon so ein bisschen so ein Altherrenfahrzeug. Und das hat auch seine Vorteile. Und ja, man macht halt nicht viel Aufhebens. Es ist halt kein großes Gewese. Es ist halt alles brav und schön. Das Gute am 240er, und das zeige ich euch jetzt gleich nochmal auf diesem tollen Feldweg, den wir hier haben, auch der hat eine relativ hohe Bodenfreiheit. Also man kann auf die 240er übrigens auch eine größere Reifendimension fahren wie die hier. Man kann 185 R80 fahren, also 185 R14, das ist also relativ hohen Querschnitt und dadurch hat man dann noch etwas mehr Bodenfreiheit. Und dann konnte man mit diesen Autos auch überall eigentlich fahren, wie gesagt auch ohne Allradantrieb. Das haben die Schweden auch gerne gemacht, die sind dann einfach mit den Dingern auch durch den Wald gefahren zum Holzwolf. Und das ging auch. Also hier kommt jetzt nochmal der Feldweg und wir setzen auch hier mit diesem Auto nicht auf, trotz der kleineren Reifen. Also es ist wirklich
Und man kann den Wagen hier auch sehr untertourig fahren. Also ich konnte jetzt hier so im zweiten hin. Und das Schalten, das wird irgendwie so, weiß ich auch nicht, das merkt man gar nicht. Man schaltet halt da so rum. Und Getriebe ist sehr gut schaltbar. Ja, auch hier bollert nichts. Beim 240er schlagen schon mal Buchsen gerne aus, aber bei diesem Auto nicht der Fall. Und der quält sich jetzt hier so durch den Sand und macht das einfach und muss auch gar nicht große Geschwindigkeit machen. Er macht es einfach. Ja, also man merkt schon auch, dass diese Achse hier im Vergleich zum 49er schon noch mal so ein bisschen einfacher war. Also der bollert schon so ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist dieses Auto auch wahnsinnig robust. Und ja, wenn der Rost nicht wäre, wäre es tatsächlich auch so ein Ewigkeitsfahrzeug. Das Gute beim 240er ist, dass er auch einen relativ geringen Wendekreis hat. Ja, wie alle diese heckgetriebenen Volvo. Also das war, dadurch, dass man den Achsenschlag sehr weit machen konnte, konnte man also wirklich sehr, sehr schön in fast einem Take hier so eine Runde drehen. Das geht halt mit dem XT70 beispielsweise nicht. So, und jetzt fährt man hier über Stock und Stein und der Volvo fährt halt einfach so mit. Also, was ist dieser 240er? Es ist ein Auto, glaube ich, für Leute, die ein positives Image suchen für ein Auto, unaufgeregt sind, nicht viel Gewese um ihr Auto machen, das einfach funktioniert, dass man mit wenig Mühe irgendwie gut am Laufen halten kann und das durch seine Form und durch seine Knuddeligkeit auch irgendwie Freude macht und durch dieses nostalgische Flair jetzt hier, durch diese Karosserie einfach, ja, dass einfach so alles so eng ist und so nah beieinander, ist das schon eine sehr kuschelige Angelegenheit. Und das hat auch durchaus seinen Preis. Ja. Also gute Limousinen sind auch schon bei 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Kombis sind naturgemäß etwas teurer, weil die sind auch mehr verschlissen. Haben auch noch mehr Rostprobleme eigentlich gehabt, wurden im Alltag einfach auch härter rangenommen. Das heißt, einen guten Kombi unter 12.000, 13.000 ist richtig guten. Ist nicht mehr zu kriegen. So mittelmäßige Kisten, 5.000, 6.000, aber da bist du dann auch wirklich am Schrauben. Genau, so sieht das aus mit dem Volvo 240 oder 140 oder 260. Also da gab es ja unterschiedliche Geschichten. Und ein gemütliches Fahrzeug. Also, 240er sind leider Gottes relativ teuer geworden. Speziell die Kombis sind heute nicht mehr für kleines Geld zu kriegen. Gute Kombis für einen 240er, also richtig gute, kratzt man schon fast an der 5-stelligen Marke. Aber trotzdem darauf aufpassen, wie sind die gemacht? Sind sie gut restauriert? Gerostet haben sie fast alle irgendwann. Irgendwann ist immer irgendwas gemacht worden. Darauf achten, ist es gut gemacht, ist es für längere Zeit gemacht oder ist es schlampig gemacht? Motorenwartung, ist er abgeschmiert worden? Ist er vernünftig gewartet worden? Darauf wirklich ganz genau achten. Das ist gerade beim 240er wirklich wichtig. Und beim 240er ist noch wirklich am allerwichtigsten, wie ist die Karosserie beschaffen.